Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Wir blicken hinter uns auf eine winterliche Küstenlandschaft mit einem schier unendlichen Sandstrand. Der Sandstrand gehört zu St. Peter-Ording und ist mit 12 Kilometern Länge identisch lang wie auf der dänischen Insel Röme. Jedoch befinden wir uns hier am Festland. St. Peter-Ording liegt auf der sogenannten Halbinsel Eiderstedt, die seit dem Mittelalter immer weiter durch Eindeichung und Landgewinnung hinzugewonnen worden ist und damit immer weiter westlich in Richtung Nordsee gewandert ist. Wir befinden uns hier also eigentlich mitten in der Nordsee. St. Peter-Ording sind mehrere natürliche Sandbänke vorgelagert, wodurch sich dann hier dieser beeindruckende Sandstrand ergeben hat. Das Wahrzeichen von St. Peter-Ording sind die bis zu 7 Meter hohen Pfahlbauten, die wir im Hintergrund sehen können. Sie haben hier schon eine über 100 Jahre alte Tradition und prägen eindrucksvoll das Strandbild. Als einziges Seebad in Deutschland verfügt St. Peter-Ording zudem über eine Schwefelquelle und darf daher den offiziellen Namen Nordsee Heil- und Schwefelbad tragen. Im Winter werden die ganzen Strandkörbe hier eingelagert, wodurch wir jetzt eine freie Fläche haben, die wir mit dem Detektor und einer Genehmigung absuchen dürfen. Auch die Suche nach angeschwemmtem Strandgut oder Bernstein wäre zudem eine Möglichkeit, wie wir uns hier betätigen können. Es gibt also eine Menge zu tun und eine Menge Geschenke, die uns das Meer mitbringen können. Und wir verbringen mit euch jetzt Weihnachten in St. Peter-Ording. Los geht's!
Unsere Aufnahmen verliefen dieses Mal völlig anders als gewohnt. Im Intro konntet ihr schon die Anzeigetafel sehen, die uns Wind aus Südost mit einer Stärke von 3 Beaufort präsentiert hat. Umgerechnet entspricht das einer schwachen Brise mit ca. 12 bis 19 Stundenkilometern. Am Tag davor, das war der einzige Tag, der uns dieses Mal für die Suche zur Verfügung stand, gab es jedoch Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometern, was stürmischen Wind mit der Stärke 8 nach Beaufort entspricht. Für unsere Kamera bedeutete dies, dass das Stativ ständig durchgeschüttelt worden ist und dadurch die ganzen Aufnahmen verwackelt wurden. Jedes Mal, wenn stürmischer Wind oder eine Böe auf die Kamera traf, wurde das Ganze durchgeschüttelt und damit war natürlich keine ruhige Aufnahme möglich. Das machte es für uns zusätzlich schwer, euch einige interessante Einblicke einzufangen. Wir haben es trotzdem versucht, aber bitte verzeiht uns, wenn nicht alle Aufnahmen so sind wie gewohnt. Die Wetterbedingungen hatten es zur Folge, dass wir kaum etwas einsprechen oder kommentieren konnten, da man das wegen dem Wind sowieso nicht gehört hätte. Aber ich denke, die Bilder sprechen auch so oder ich kommentiere es für euch einfach jetzt im Nachhinein. Ein sehr schöner Kugelschreiber, sowas hatte ich auch noch nicht. Tolle Sache. Na, das war ja vielleicht eine Suche. Ganz schön raues und winterliches Wetter, aber eine herrlich klare Luft, die wir euch natürlich auf dem Video nicht zeigen können. Aber was wir euch zeigen können, sind unsere Funde und deshalb werden wir mit euch jetzt die Fundauswertung machen. Kommt mit ins Warme! Die größte Herausforderung für unsere Suche bestand diesmal bei den Wetterbedingungen, denn die Böen haben unsere Kamera immer wieder durchgeschüttelt und haben die Aufnahmen damit äußerst schwer gemacht und es war damit sehr kompliziert, euch an unserer Suche diesmal teilhaben zu lassen. Dennoch konnten wir an diesem einen einzigen Tag hier in St. Peter-Ording einige Sachen finden, die wir euch jetzt natürlich erstmal zeigen wollen. Dazu schauen wir mal hier auf den Tisch neben mir, um zu gucken, was hier alles zusammengekommen ist. Es ging trotz des Windes und des Sturms gleich vielversprechend los, als wir die ersten 5 Cent angezeigt bekommen hatten. Und damit schien es trotz der widrigen Bedingungen ein interessanter Tag zu werden.
das bestätigte sich auch etwa nach einer anstrengenden halben Stunde weiter, als wir diesen interessanten Sechskantschlüssel finden konnten. Besonders anzumerken ist diese Verzierung, die wir hier am Ende sehen. Die ist relativ ungewöhnlich für so einen Sechskantschlüssel. Es ist also nicht nur ein interessantes, sondern auch ein sehr einzigartiges Stück, was wir gefunden haben. Nachdem wir einige Zeit lang anstrengend gegen den Wind angearbeitet hatten, haben wir erstmal eine kleine Pause eingelegt und uns mit einem warmen Tee ein wenig erfrischt. Das Wetter wechselte zwischendurch von Sonnenschein nach Regen, von Regen nach Wind. Es war also von allem etwas dabei und die Belohnung erfolgte dann mit Fund Nummer 3, mit unserem sehr interessanten Kugelschreiber, den wir hier finden konnten. Sieht relativ edel aus. Ob er funktioniert, werden wir uns gleich noch einmal genau ansehen. Zwischendurch tauchten noch einige Stücke auf, die wir nur mal am Rande erwähnen wollen. Das war diese Klammer, die noch auftauchte, die noch relativ interessant war, genauso wie dieser Schlüsselring. Den legen wir jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber dazu. Und ganz am Ende sind wir noch einmal an die Stelle gegangen, wo im Sommer die Fahrzeuge in St. Peter-Ording auf den Strand fahren können und dort auch einen Parkplatz finden. Dort tauchte dann dieser Euro hier auf und ganz am Ende nochmal ein 2-Cent-Stück, hier bei der Nummer 5. Allerdings muss man dazu sagen, da haben uns die Wetterbedingungen dann schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Aufnahme von dem Moment, wo wir dieses 2-Cent-Stück gefunden haben, ist eigentlich kaum verwertbar geworden, da sie komplett unscharf ausgefallen ist. Wir sehen also, trotz widriger Wetterbedingungen haben wir 5 interessante Funde gemacht und das ist für so einen Tag mit schlechten Wetterbedingungen allemal mehr als genug. Alles in allem kann man sagen, dass der Aufenthalt in St. Peter-Ording entweder trotz oder auch wegen der Wetterbedingungen ein interessanter Aufenthalt war und einige Erfolge sind ja auch nicht ausgeblieben. Was uns allerdings jetzt noch sehr interessiert ist, ob dieser Kugelschreiber, den wir gefunden haben, tatsächlich auch noch funktioniert, nachdem er einige Zeit im Nordseeboden gelegen hat. Wir werden ihn auf jeden Fall auseinanderbauen und noch einmal komplett reinigen, damit das aggressive Salzwasser ihn nicht weiter beschädigt. Er sieht aber ziemlich gut in diesem Moment aus. Und ganz zum Schluss machen wir jetzt noch mal einen Schreibtest und schauen mal, was dabei rumkommt, ob er denn überhaupt noch funktioniert. Tatsächlich. Das heißt, unser Kugelschreiber ist nicht nur schön, sondern gleichzeitig auch noch funktionsfähig. Schöne Funde. Haben wir schöne Funde gemacht, richtig. Genau. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und wünschen euch jetzt erst einmal frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und seid gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Richtig? Genau.
Musik